Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Kanal Cozy German. Schön, dass ihr da seid. Bevor wir beginnen, vergesst bitte nicht, dieses Video mit einem Like zu unterstützen, einen Kommentar zu schreiben und unseren Kanal zu abonnieren. Hier findet ihr viele einfache und praktische Inhalte, die euch beim Deutschlernen helfen. Heute sprechen wir über ein sehr nützliches Thema. Wie mache ich Komplimente auf Deutsch? Komplimente sind ein wichtiger Teil jeder Sprache. Sie machen Gespräche freundlicher und zeigen, dass wir aufmerksam sind. In Deutschland gibt es viele einfache und höfliche Wege, jemandem ein Kompliment zu machen. Manchmal kann es schwierig sein, das richtige Wort zu finden. Aber keine Sorge, wir lernen das Schritt für Schritt. Ein Kompliment ist ein positiver Satz. Man sagt etwas Nettes über eine Person, ihre Kleidung, ihre Arbeit oder ihr Verhalten. Ein einfaches Kompliment auf Deutsch ist zum Beispiel: Du siehst gut aus. Dieser Satz ist direkt und freundlich. Er passt in viele Situationen. Wenn jemand eine neue Frisur hat, kann man sagen: Deine neue Frisur gefällt mir. Oder die Frisur steht dir gut. Wenn man etwas besonders nett ausdrücken möchte, sagt man: Du siehst heute besonders schön aus. Das Wort besonders macht das Kompliment stärker. Wenn jemand etwas gut gemacht hat, zum Beispiel in der Arbeit oder beim Lernen, kann man sagen: Das hast du gut gemacht. Oder Du hast das wirklich toll gemacht. Man kann auch sagen: Ich bin beeindruckt. Das zeigt Respekt und Anerkennung. Es gibt auch viele Komplimente für Kleidung. Wenn eine Person ein schönes Kleid oder Hemd trägt, sagt man zum Beispiel: Das Kleid steht dir sehr gut. Oder einfach: Du hast einen tollen Stil. Wenn man es ein bisschen lockerer sagen möchte, geht auch: Cooles Outfit. Für den Alltag sind diese Sätze sehr nützlich. Wenn man sie oft hört und benutzt, wird man sicherer. Man merkt auch, wie andere darauf reagieren. In Deutschland freuen sich viele Menschen über ehrliche Komplimente, besonders wenn sie höflich formuliert sind. Man sollte aber darauf achten, nicht zu übertreiben. Wichtig ist auch, dass Komplimente ehrlich klingen. Es ist besser, etwas zu sagen, was man wirklich so meint. Wenn du denkst, jemand hat einen schönen Pullover, dann sag einfach: Ich finde deinen Pullover schön. Das ist natürlich und freundlich. Es gibt viele kleine Sätze, die man leicht lernen kann. Hier sind ein paar Beispiele. Du hast ein schönes Lächeln. Deine Augen sind wirklich besonders. Ich mag deine Stimme. Das hast du sehr kreativ gemacht. Du bist sehr sympathisch. Man kann auch Komplimente über Charakter machen. Zum Beispiel: Du bist immer so hilfsbereit. Ich finde es toll, wie geduldig du bist. Du bist wirklich zuverlässig. Diese Sätze zeigen, dass man die Persönlichkeit der anderen Person schätzt. Besonders höflich klingt es, wenn man Komplimente mit dem Wort wirklich oder sehr verstärkt. Zum Beispiel: Du hast wirklich ein gutes Auge für Details. Oder das war sehr freundlich von dir. Diese kleinen Wörter machen einen großen Unterschied. In Deutschland sind Komplimente oft eher zurückhaltend. Man sagt nicht zu viel und nicht zu laut. Viele Menschen finden es angenehm, wenn ein Kompliment ruhig und ehrlich ist. Zu viele Komplimente auf einmal können unnatürlich wirken. Darum ist es besser, nur eines oder zwei Dinge zu sagen und dabei freundlich zu lächeln. Wenn jemand dir ein Kompliment macht, ist es wichtig, freundlich zu reagieren. Man kann einfach Danke sagen oder Das freut mich. Oder Danke, das ist nett von dir. Manchmal sagen die Leute auch: Oh, danke, das ist lieb. Das zeigt, dass man das Kompliment schätzt. In einem Gespräch kann ein Kompliment ein guter Anfang sein. Wenn man zum Beispiel auf einer Party ist oder neue Leute kennenlernt, kann man mit einem kleinen Kompliment beginnen. Das macht die Atmosphäre freundlicher. Zum Beispiel: Du hast eine sehr schöne Jacke. Danach kann man leicht weiterreden: Wo hast du sie gekauft? Oder Ich mag die Farbe sehr. Auch im beruflichen Alltag sind Komplimente wichtig. Wenn jemand gute Arbeit geleistet hat, sagt man zum Beispiel: Das war eine sehr gute Präsentation. Oder Ich finde, du hast das Projekt super organisiert. Solche Sätze motivieren und zeigen Respekt. Beim Deutschlernen kann man Komplimente auch als Übung benutzen. Du kannst dir vornehmen, jeden Tag jemandem ein kleines Kompliment zu machen. Auf Deutsch. Das hilft nicht nur beim Sprechen, sondern macht auch Freude. Wenn du in einem Kurs bist oder mit Freunden lernst, probier mal diese Sätze aus. Ich finde, du sprichst schon sehr gut Deutsch. Deine Aussprache ist echt klar. Du merkst dir die Wörter so schnell. Super! So übst du gleichzeitig Sprache und baust gute Beziehungen auf. Komplimente müssen nicht kompliziert sein.
Auch ein einfaches gut gemacht oder schön kann schon sehr viel bedeuten. Wenn man das regelmäßig übt, wird es mit der Zeit ganz natürlich. Es gibt auch Redewendungen, die wie kleine Komplimente klingen. Zum Beispiel, das ist ganz nach meinem Geschmack. Das bedeutet, ich mag das sehr. Oder du triffst immer den richtigen Ton. Das sagt man, wenn jemand gut kommuniziert oder die passende Stimmung findet. Manchmal hört man auch, du hast ein Händchen dafür. Das bedeutet, jemand ist gut in einer bestimmten Sache, zum Beispiel im Kochen oder Dekorieren. Ein anderes Beispiel ist, du hast ein gutes Gespür für Menschen. Das ist ein sehr schönes Kompliment und zeigt, dass jemand empathisch ist. In der deutschen Sprache gibt es viele Möglichkeiten, ein Kompliment zu machen, ohne direkt zu sagen, ich mache dir ein Kompliment. Das macht es natürlicher. Man sagt einfach etwas Nettes und der andere merkt, dass es ein Kompliment ist. Auch über Leistungen oder Fähigkeiten kann man Positives sagen. Wenn jemand gut schreiben kann, sagt man, deine Texte sind immer so klar. Oder du erklärst Dinge richtig gut. Das zeigt, dass man aufmerksam ist. Beim Zuhören kann man auch Komplimente machen. Zum Beispiel, ich höre dir gerne zu. Oder es ist angenehm, mit dir zu sprechen. Das sind kleine Sätze mit großer Wirkung. Solche Sätze machen Gespräche wärmer und offener. Besonders in neuen Bekanntschaften kann ein kleines Kompliment helfen, Vertrauen aufzubauen. Es zeigt, dass man den anderen Menschen respektiert und freundlich auf ihn zugeht. In romantischen Situationen sind Komplimente natürlich auch sehr wichtig. Aber auch hier gilt, lieber ehrlich und zurückhaltend als zu viel. Ein einfaches „Du bist wunderschön" oder „Ich mag dein Lächeln" reicht oft schon. In Deutschland ist es üblich, eher ruhig und respektvoll zu flirten. Direkte, aber höfliche Komplimente wirken oft besser als zu viele große Worte. Ein beliebter Satz ist zum Beispiel, ich fühle mich sehr wohl mit dir. Das ist ein starkes Kompliment, weil es zeigt, dass man die Nähe und das Gespräch genießt. Oder man sagt, ich bin gerne in deiner Nähe. Das sagt viel über die eigene Wertschätzung aus, ohne zu aufdringlich zu sein. Wenn du jemanden gut kennst, kannst du auch persönliche Komplimente machen. Zum Beispiel, ich bewundere deine Geduld mit anderen Menschen. Oder du hast eine tolle Art, schwierige Situationen ruhig zu lösen. Solche Komplimente zeigen, dass man wirklich aufmerksam ist und die Person gut kennt. Auch Humor kann eine Form von Kompliment sein. Wenn du jemanden zum Lachen bringst und dabei etwas Nettes sagst, bleibt das in Erinnerung. Zum Beispiel, du bringst mich immer zum Lachen, das tut gut. Oder, mit dir ist es nie langweilig. Das ist freundlich und macht gute Stimmung. Natürlich muss man auch vorsichtig sein. In Deutschland ist Privatsphäre sehr wichtig. Zu persönliche oder körperliche Komplimente bei neuen Bekanntschaften können unangenehm wirken. Besser ist es, zuerst neutrale Themen wie Kleidung, Arbeit oder Verhalten zu loben. So bleibt man höflich und respektvoll. In der Familie oder unter Freunden kann man direkter sein. Zum Beispiel, ich bin stolz auf dich. Oder du bist für mich eine große Unterstützung. Solche Sätze machen Beziehungen stärker und zeigen echte Nähe. Kinder freuen sich besonders über Komplimente. Zum Beispiel, du hast das Bild schön gemalt. Oder, wow, du hast das ganz alleine geschafft. Komplimente motivieren Kinder und geben ihnen Sicherheit. Wichtig ist, ehrlich zu bleiben und nicht alles zu loben, dann wirkt das Lob stärker. Auch im Alltag kann man oft kleine Komplimente machen. Im Café, beim Einkaufen oder beim Arzt. Ein einfaches Danke, das war sehr freundlich oder Sie haben eine angenehme Stimme kann den Tag eines anderen Menschen besser machen. Wenn du auf Deutsch sprichst, versuche Komplimente einfach und direkt zu formulieren. Das hilft dir, klar zu kommunizieren. Viele dieser Sätze kannst du dir merken und in deinen Alltag einbauen. Je öfter du das übst, desto natürlicher wird es. Du kannst auch kleine Notizen machen, zum Beispiel in deinem Handy oder Heft, mit deinen Lieblingskomplimenten. Lies sie dir ab und zu durch und versuch, sie im Alltag zu benutzen. Es ist gut, wenn du mehrere Varianten hast, damit du nicht immer denselben Satz wiederholst. Ein Tipp: Übe Komplimente laut, wenn du alleine bist. Sag sie vor dem Spiegel oder sprich sie als kleine Übung. So wirst du sicherer mit der Aussprache und dem Ton. Denn nicht nur die Wörter sind wichtig, auch wie du sie sagst. Ein ruhiger, freundlicher Ton wirkt viel besser als ein unsicherer oder zu lauter Ton. Wenn du eine neue Person triffst, ist ein Kompliment oft ein schöner Einstieg. Danach kannst du das Gespräch weiterführen. Zum Beispiel, ich finde dein Armband schön.
Ist das selbst gemacht? So zeigst du Interesse und kommst ins Gespräch. Manchmal entstehen auch schöne Gespräche, wenn du ein Kompliment bekommst. Dann kannst du antworten und auch ein Kompliment zurückgeben, wenn es ehrlich gemeint ist. Zum Beispiel: Danke, das ist nett. Ich finde auch, dass du sehr offen und freundlich wirkst. In Gruppen, zum Beispiel bei einem Sprachkurs, kannst du Komplimente auch benutzen, um das Gruppengefühl zu stärken. Zum Beispiel: Ich finde, du liest sehr gut. Oder: Deine Aussprache ist schon viel besser geworden. Solche Sätze motivieren andere und machen die Lernumgebung angenehmer. Es ist auch schön, wenn man lernt, sich selbst Komplimente zu machen. Nach einem langen Tag kannst du dir sagen: Ich habe heute viel geschafft. Oder: Ich bin stolz auf mich, dass ich mutig Deutsch gesprochen habe. Solche Sätze stärken dein Selbstvertrauen und machen dich stärker im Alltag. Denke daran: Komplimente sind kein Wettbewerb. Du musst nicht perfekt sein. Es geht darum, freundlich zu sein, aufmerksam zu bleiben und andere Menschen wertzuschätzen. Ein ehrliches Kompliment kann ein Lächeln schenken. Und das ist ein sehr schönes Ziel beim Deutschlernen. Wenn du regelmäßig Komplimente machst, wirst du merken, dass es dir immer leichter fällt. Am Anfang fühlt es sich vielleicht etwas ungewohnt an. Man überlegt: Ist das jetzt passend? Habe ich das richtig gesagt? Aber je mehr du es übst, desto natürlicher wird es. In Deutschland ist es oft so, dass Menschen eher zurückhaltend sind mit Lob. Viele hören selten Komplimente im Alltag. Deshalb freuen sie sich umso mehr, wenn jemand etwas Nettes sagt. Besonders, wenn es von jemandem kommt, der die Sprache lernt. Das zeigt Mut, Freundlichkeit und Interesse. Ein weiteres gutes Feld für Komplimente ist die Arbeit. Auch dort gibt es viele Möglichkeiten, Wertschätzung zu zeigen. Zum Beispiel: Danke für deine Hilfe bei dem Projekt. Oder: Du hast die Präsentation super gemacht. Wenn du in einem Büro oder im Team arbeitest, helfen solche Sätze, die Atmosphäre zu verbessern. Sie zeigen Respekt und machen die Zusammenarbeit angenehmer. Aber auch in der Schule oder im Sprachkurs kann man Komplimente machen. Du kannst sagen: Deine Notizen sind sehr ordentlich. Oder: Ich finde es toll, wie du dich im Unterricht meldest. So entsteht eine positive Lernumgebung. In Gesprächen mit älteren Menschen sind höfliche Komplimente besonders wertvoll. Man kann zum Beispiel sagen: Sie haben sehr interessante Geschichten. Oder: Ich bewundere Ihre Lebenserfahrung. Ältere Menschen freuen sich oft über echtes Interesse und freundliche Worte. Manchmal ist es auch schön, etwas über die Stimme oder die Art zu sprechen zu sagen. Zum Beispiel: Du hast eine sehr angenehme Stimme. Oder: Ich höre dir gerne zu. Das sind einfache Sätze, die zeigen, dass man aufmerksam ist und die Atmosphäre genießt. Es ist wichtig, Komplimente nicht zu erzwingen. Wenn du nichts Nettes oder Echtes sagen kannst, ist es besser zu schweigen. Ein gezwungenes Kompliment kann unnatürlich oder sogar unhöflich wirken. Ehrlichkeit ist bei Komplimenten das Wichtigste. Auch der richtige Moment spielt eine Rolle. Du solltest nicht mitten in ein ernstes Gespräch plötzlich ein Kompliment einwerfen. Besser ist es, wenn du einen ruhigen Moment wählst oder wenn das Thema gut passt. Zum Beispiel: Jemand erzählt von seiner neuen Frisur. Dann passt ein Satz wie: Das steht dir richtig gut, perfekt. Wenn du jemanden gut kennst, kannst du auch humorvolle Komplimente machen. Zum Beispiel: Du bist nicht nur klug, sondern auch lustig. Oder: Mit dir wird jeder Tag ein bisschen heller. Solche Sätze machen Spaß und zeigen eine besondere Verbindung. Auch im Chat oder in sozialen Medien kannst du Komplimente machen. Schreib zum Beispiel: Tolles Foto oder Dein Text hat mich berührt. Viele Menschen freuen sich über positives Feedback, online genauso wie im echten Leben. Im Deutschen ist es höflich, nach einem Kompliment auch zuzuhören, wie die andere Person reagiert. Man sagt zum Beispiel: Danke, das freut mich. Oder: Das ist lieb von dir. Es ist also nicht nur wichtig, Komplimente zu machen, sondern auch, sie annehmen zu können. Und vergiss nicht, du kannst auch Menschen loben, die du nicht persönlich kennst, zum Beispiel Verkäuferinnen, Busfahrer oder Kellner. Ein einfaches Danke für den netten Service oder Sie waren heute besonders freundlich macht einen großen Unterschied. Solche Sätze sind höflich und zeigen, dass du Respekt hast. Wenn du dir unsicher bist, ob ein Kompliment passt, kannst du vorher überlegen: Ist mein Satz höflich? Ist er ehrlich? Würde ich mich über so ein Kompliment freuen? Wenn du diese Fragen mit Ja beantworten kannst, ist dein Kompliment wahrscheinlich passend. Es hilft auch, wenn du mit Freunden oder im Kurs übst. Macht kleine Rollenspiele. Eine Person sagt ein Kompliment,
die andere antwortet. So lernst du neue Ausdrücke und wirst sicherer im Gespräch. Ein paar Beispiele zum Üben. Du hast einen tollen Musikgeschmack. Ich mag deine positive Art. Deine Tasche sieht sehr schön aus. Ich finde, du sprichst schon sehr gut Deutsch. Solche Sätze sind kurz, freundlich und leicht zu merken. Wenn du ein Kompliment bekommst, kannst du antworten mit Danke, das freut mich. Oh, wie nett, danke. Das ist lieb von dir. Auch ein Lächeln oder ein freundlicher Blick gehört dazu. Kommunikation ist nicht nur Sprache, sondern auch Mimik, Tonfall und Körpersprache. Zum Schluss noch ein kleiner Tipp. Du kannst dir jede Woche vornehmen, mindestens ein Kompliment auf Deutsch zu machen. Vielleicht zuerst an eine Freundin oder einen Freund, dann vielleicht an eine Kollegin oder einen Nachbarn. Schritt für Schritt wirst du mutiger und freier. Komplimente sind kleine Geschenke in der Sprache. Sie kosten nichts, aber sie machen viel Freude. Sowohl